Wir haben eine, meines Erachtens, Realitätsprokrastination. Wir schieben die Realität vor uns her. Dieser Parteitag, was ich bis dato gehört habe, hat einen gewissen Grad an Beliebigkeit. Das hätte auch 2015 sein können. Während ich mit Menschen zu tun habe, die ihre Heizung im November noch nicht angemacht haben. Robert, übrigens kenne ich viele Menschen, die können leider dich nicht einladen, weil sie keine Wohnung haben, in dem ein Küchentisch stattfindet. Hey Leute, habt ihr das schon gehört? Ein grüner Politiker nimmt die eigene Partei, vor allem Habeck, so richtig auseinander. Ja, ihr habt richtig gehört. Matthias Ilger bei der Grünen Parteitag Kandidatenvorstellung lässt keine Gnade walten. Er spricht Klartext. Die Grünen sind längst nicht mehr die, für die wir sie mal gehalten haben. Statt echte Lösungen gibt es leere Worte und klimapolitisches Versagen. Und das Beste, Ilger geht richtig auf die Umweltschutzpolitik von Habeck los. Der Typ, der uns immer wieder das Blaue vom Himmel verspricht und nichts tut. Wollt ihr wissen, warum das alles so krass ist und wie die Grünen sich selbst ins Ausschießen? Dann schaut euch mein Video an und seht, wie die Grünen in ihrer eigenen Politik richtig stecken bleiben. Diese Analyse wird euch zeigen, wie weit die Partei wirklich von ihren ursprünglichen Zielen entfernt ist. Also seid dabei, ich verspreche euch, das wollt ihr nicht verpassen. Auf geht's! Moin, moin. Ich würde gerne mit dem Satz beginnen, und zwar: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, beziehungsweise der Politik, Unternehmen, Banken, Funktionären ist die Realität zumutbar. Und die Realität ist ganz einfach, dass wir uns mitten im Klimakollaps befinden und wir eigentlich so weitermachen wie bisher. Also wenn ich den bisherigen Parteitag verfolge, parallel verläuft dazu die COP29 in Baku und der Vorsitzende ist ehemaliger Mitarbeiter eines staatlichen Ölkonzerns. Vorher hatten wir einen Ölscheich und er ist auch Umweltminister seines Landes, und wir können mal davon ausgehen, dass sie im Vorfeld eigentlich schon gescheitert ist, diese Konferenz. Was bedeutet das für uns? Es geht um Bedingungen, in denen Zivilisation stattfindet, Rahmenbedingungen, mit all unseren Wünschen, die wir haben, mit all unserem Begehren und Verlangen. Selbst für Krieg braucht man eine ökologische Grundausstattung. Ja, und jetzt kommen wir ins Spiel. Wir waren von 98 bis 2005 in der Bundesregierung. Wenn wir jetzt ins Innere mal gehen, wir haben da nicht viel für gemacht. Auch wir haben es zugelassen, zum Beispiel, dass es keine Verkehrswende gab, keine Agrarwende, dass die Schulen nicht gut ausgestattet wurden, dass sie regelrecht verfallen sind, dass überall weiterhin Personal fehlt und. Gesundheitswesen, die Renten, wir haben eigentlich nichts gelöst. Also mir geht es nicht darum, immer die anderen Parteien zu bashen, sondern es geht mir darum, dass wir uns mal auf uns fokussieren. Wir haben zum Beispiel mit Schröder zusammen die schlimmsten sozialen Einschnitte und Einschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen. So viel zur sozialen Gerechtigkeit. Das hatte seine Auswirkungen. Strukturen, die wir zerschlagen haben. Also ich kann ein Beispiel nennen, bei uns oben in Lindenfels, das ist Kreis Bergstraße, ein Kurerholungsort, da gab es ein Krankenhaus, das haben wir mit abgewickelt. Und jetzt wird da oben ein AfD-Kandidat antreten, der früher bei uns Grünen gewesen ist. Grünen-Bashing lohnt sich und treibt die Bürger in die Arme von Bauernfängern und Parteien, die zweistellig sind. Es fehlt mir ein bisschen das Selbstkritische. So einfach nur uns zu feiern ohne Substanz ist ein bisschen wenig. Denn, was auch noch nicht gesagt worden ist, wir haben das 1,5 Grad Ziel gerissen, Pariser Klimaabkommen, wir erinnern uns, da war doch was vor 9 Jahren. Und ab und zu haben wir Starkregenereignisse, Ahrtal, jetzt war in Spanien mit über 220 Toten. Europa ist der Kontinent, der am schnellsten austrocknet. Und wir haben die Finanzkrise von 2008 immer noch nicht bewältigt. Und viele Kandidaten von Parteien sind Banker. Also Alice Weidel, Goldman Sachs, Friedrich Merz,
wo einige von uns Grünen schon kokettieren, dass sie mit ihm in einem Boot sitzen werden, ist ein Black-Rockianer. Finde ich ganz witzig und das ist genau mein Humor. Also die Frage ist, wo wollen wir hin? Quo vadis Grüne? Denn ich glaube, die Grünen aus den 70er, 80er, 90er würden uns wahrscheinlich als politische Gegner bezeichnen, wenn sie heutzutage, wenn wir uns begegnen würden, parallel verlaufend. So sehr haben wir uns geändert und das ist traurig. Was haben wir denn gemacht in diesen 3 Jahren jetzt, wo wir auf Nein, ich sage ja, was wir gemacht haben. Wir haben gegen die Bevölkerung LNG-Terminals eingerichtet, Fracking-Gas. Ja, wir fördern es nicht in Deutschland, aber auch in anderen Ländern ist es eben stark toxisch. Also LNG-Terminals, wir haben die Sektorenziele nicht eingehalten, das Klimaschutzgesetz haben wir trotz Bundesverfassungsgerichtsurteil von März 2021, wir haben uns schwer getan. Aber das Problem ist doch, wir haben eine, meines Erachtens, Realitätsprokrastination. Wir schieben die Realität vor uns her. Dieser Parteitag, was ich bis dato gehört habe, hat einen gewissen Grad an Beliebigkeit. Das hätte auch 2015 sein können. Während ich mit Menschen zu tun habe, die ihre Heizung im November noch nicht angemacht haben. Robert, übrigens kenne ich viele Menschen, die können leider dich nicht einladen, weil sie keine Wohnung haben, in dem ein Küchentisch stattfindet. Und da haben wir auch mit dran gebastelt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so ein bisschen Wonderland. Wenn ihr natürlich ein bisschen mehr von mir wissen wollt, ich stehe auf Pippi Langstrumpf. Ja, und ja klar, Ricarda hat ja vorhin gesagt, wir müssen, entweder können wir in unserer Blase leben oder wir hören mal, was wir bis dahin arbeitstechnisch, also wir evaluieren uns. Wir gucken mal, was wir abliefern. Ja? Dass wir einfach sagen, Robert, also die Ampel ist ja gescheitert, das habe ich auch schon geschrieben, noch bevor sie gescheitert war. Robert stellt sich wieder als Kanzler auf. Ich frage mich, mit was für einem Grund. Ja, weil die Leute Robert immer mit dem Scheitern der Ampel in Verbindung bringen. Und dann finde ich es krass. Ich hätte zum Beispiel Lindner gesagt, über Realitäten kann ich mit dir nicht Kompromisse schließen. Wir sind momentan auf einen über 3 Grad Fahrt. Und das bedeutet, dass wir Probleme haben. Das bedeutet nicht, dass überall dann 3 Grad höher ist. Das bedeutet zum Teil, dass partiell es sogar 6 bis 9 Grad höher sein kann. Ganze Landregionen, Striche werden nicht mehr bewohnbar sein und der Migrationsdruck wird sich immens erhöhen. Aber Migration kann aber auch nur stattfinden, wenn wir Strukturen haben, um Menschen zu integrieren und aufzunehmen. Und was mir fehlt, ist einfach klare Ansagen. Nicht immer diese Lippenbekenntnisse. Wir sind für Freiheit, wir sind für Gleichberechtigung, wir stehen für soziale Gerechtigkeiten, alles drum und dran. That's not true. Denn das, was wir tun, also was wir sagen, was wir tun, das geht Richtung kognitive Dissonanz. Und ich muss gar nicht bei Sarah Wagenknecht anfangen. Der Politikbetrieb ist sowieso meines Erachtens fernab von der Realität von Bevölkerung. Ja, und wir sind in einer Zeit, wo Waffenproduzenten wieder hoffähig sind. Ich glaube, Borussia Dortmund hat doch jetzt einen neuen Sponsor. Ist es nicht Rheinmetall? Das geht wieder. Man kann wieder. Ich habe ein Interview mit diesem Mann gesehen. Das funktioniert. Und wir Grüne müssen uns mal überlegen, im Krieg und nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Also Problemlösungsmechanismen. Und auch wir haben so ein bisschen Hang zur Machtfrage und auch wir sind eigentlich in einigen Bereichen Menschen gegenüber intolerant. Also wir stellen uns so immer hin, wie wenn wir das Nonplusultra wären in der Parteienlandschaft. Und ich sehe ja schon, dass wir uns für nichts zu schade sind. Da war es FDP, SPD, unseren Cum-Ex-Kanzler Scholz, der zum Schluss mal ein bisschen Schwung bekommen hat. Ansonsten hat man gedacht, dass er eventuell unter Narkolepsie leidet. 3 Jahre sind wir der Bevölkerung so viele Antworten schuldig gewesen. 3 Jahre hatten wir Absichtserklärungen und die Probleme nehmen zu und nehmen zu und nehmen zu. Was könnten wir denn zum Beispiel machen? Wir könnten endlich das Bürgergeld sagen, das ist nicht mehr verhandelbar. Alle zahlen in die Rente ein, damit soziale Gerechtigkeit wirklich stattfindet. Und wir betreiben Umweltschutz und zwar ganz, ganz doll. Denn die Physik oder die Naturgesetze interessieren sich für Parteiprogramme oder für Absichtserklärungen oder menschliches Wollen kein Stück.
Überhaupt nicht. Und das müssen die Politiker mal begreifen, wenn sie ihre Politik sozusagen vom Stapel lassen. Es gibt eine Studie, die sagt mittlerweile, die 9- bis 14-Jährigen, 20% davon wissen gar nichts vom Klimawandel oder Klimakollaps. Und ja, wir haben eine ganze Generation verpasst, in den Schulen darauf vorzubereiten, was jetzt passiert. Und dementsprechend war bei der Europawahl die Jungen eher von AfD und anderen Gruppierungen begeistert als für uns. Das muss man auch erstmal setzen lassen. Zu meiner Person selber, ich stehe LG-Aktivisten bei. Jetzt kann man wieder sagen, ja, aber hier sind noch wenige Menschen, die das Klimathema noch vor den Grünen, noch vor uns in der Presse gehalten haben. Ich stehe diesen jungen Menschen bei und die haben eine Sache kapiert. Die sagen, ich mache das trotzdem, aber der Zug ist abgefahren, weil sie die Fakten, das 6. Artensterben nicht ignorieren. Sie ignorieren nicht die Berichte, die brennenden Berichte. Und dahin muss es gehen. Wie sollen wir gerecht sein in einer Welt, die brennt? Und wo uns die Ressourcen ausgehen. Fragt doch mal in Brandenburg und Mecklenburg, die zum Teil Verkarstungen und Sandstürme haben. Und auch wir können nicht sagen, dass wir genug Wasser hätten für dies und jenes. Übrigens, ich rede auch mit Unternehmen, die leugnen das nicht, aber die sagen, es läuft für sie ganz gut zurzeit. Und das stimmt ja auch. Oxfam sagt, in den letzten 35 Jahren haben die Reichen das Heft in der Hand in unserer Gesellschaft. Wir haben es verpasst, in der Krise die Reichen zu besteuern. Da wäre das Geld da und nicht nur diese 60 Milliarden Euro, das das Bundesverfassungsgericht uns abgesprochen hat. Ja, so viel dazu. Wir können noch einiges sagen, aber ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche ein gutes Wählen.